Hallo und herzlich willkommen. Wenn dich das Thema lackierende Kunststoffteile interessiert, dann wird dir bestimmt das Video gefallen. Da mein 190er kurz vor dem Zusammenbau steht, werde ich heute zeigen, wie man die Beplankung, die Schwellerverkleidung und die Stoßstangen lackieren kann. Die größte Herausforderung, die bei dieser Aktion entsteht, ist das Erzeugen der matten Oberfläche, die der Originaloptik entspricht. Ich werde alle Arbeitsschritte detailliert zeigen, damit du siehst, dass es gar nicht so schwer ist. Alles, was man dafür benötigt, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Da die Kunststoffteile im Originalzustand in einem anderen Ton lackiert werden als die Karosserie, habe ich dir eine Übersicht erstellt, wo ich die Farbkombinationen dargestellt habe. Die gesamte Übersicht findest du auch in der Videobeschreibung. Sollten meine Angaben unvollständig sein, kannst du sie gerne in den Kommentaren ergänzen. Jetzt komme ich aber endlich zur Sache. Im ersten Schritt werden die Teile gründlich mit dem Bremsenreiniger gereinigt und anschließend mit dem Schleifpapier mit der Körnung P800 behandelt. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe alle Teile gereinigt und mit einem Schleifpapier behandelt. Somit wurde die Kunststoffoberfläche für die weitere Behandlung vorbereitet. Ich habe Glück gehabt, dass meine Teile keine tiefen Kratzer und Beschädigungen hatten. Ansonsten müsste ich noch den Füller verwenden, der nach dem Austrocknen mit dem Schleifpapier P600 behandelt werden muss. Da es aber nicht notwendig ist, kommt jetzt der Silikonentferner zum Einsatz. Damit wird die Materialoberfläche entfettet. Im nächsten Schritt benutze ich ein Staubbindetuch, um die Teile komplett staubfrei zu bekommen. So sieht das Ergebnis aus. Alle Teile sind entfettet und staubfrei. Jetzt müssen sie richtig aufgestellt werden, damit sie grundiert und anschließend lackiert werden können. Dafür werde ich einen alten Trick von meinem Lackiererkumpel verwenden. Für diesen Arbeitsgang braucht man einfache Kunststoffbecher. In meinem Fall sind es Messbecher, von denen ich eine ganze Menge habe. Damit ich sie aber nach dem Lackieren weiter benutzen kann, werde ich sie mit dem Papier abdecken. So wird die Skala immer noch lesbar bleiben. Die Teile sind jetzt richtig positioniert und können grundiert werden. Dafür benutze ich eine spezielle Grundierung. Du findest sie und alles andere in der Videobeschreibung. Die Grundierung wird in 2 bis 3 dünnen Schichten aufgetragen. Dabei müssen folgende Zeiten beachtet werden. Die Ablüftzeit zwischen den einzelnen Schichten beträgt 2 bis 3 Minuten. Die grundierte Materialoberfläche kann nach ca. 20 Minuten lackiert werden. Also jetzt gründlich schütteln und dann geht's los. Jetzt kann die erste Basislackschicht aufgetragen werden. Je nach Bedarf werden es 2 bis 3 Schichten sein. Da der Basislack nicht besonders strapazierfähig ist, wird im Anschluss noch ein sehr wichtiger Arbeitsgang folgen. Dazu komme ich aber später, jetzt ist der Basislack dran. Die Ablüftzeit zwischen den einzelnen Schichten beträgt bei 20 Grad Celsius ca. 5 Minuten. Die erste Schicht wird ganz dünn aufgetragen. Also die Spraydose wird hier auch kräftig geschüttelt und dann geht's los. Jetzt nach ca. 15 Minuten Ablüftzeit kann die weitere Behandlung folgen. Sie wird dafür sorgen, dass die Teile die gewünschte originale Optik erhalten.
Dafür verwende ich einen 2-Komponenten-Klarlack in der Ausführung Seidenmatt. Neben der schönen seidenmatten Oberfläche bietet der 2-Komponenten-Klarlack die maximale Strapazierfähigkeit für die lackierten Teile. Jetzt aber genug geredet, es geht los. Ich habe gerade 2 Schichten Klarlack aufgetragen. Beim Basislack waren es 2 bis 3 und beim Grundieren waren es 2 Schichten. Insgesamt habe ich 2 Dosen Grundierung verbraucht, 3 Dosen Basislack und 2 Dosen Klarlack. Daraus ergeben sich folgende Kosten. So viel hat also die Lackierung der Beplankungsteile gekostet. Die beiden Stoßstangen und die Schwellerverkleidungen werde ich im nächsten Schritt behandeln. Jetzt zeige ich dir aber das Ergebnis der heutigen Aktion. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und finde, dass die Kosten sich in einem akzeptablen Bereich befinden. Ich bin aber sehr gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir deshalb deine Meinung in die Kommentare. Ich werde mich auch über ein Like freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.